kam ein schwarzer Mercedes vorbei und hielt genau vor uns. Ich wusste sofort, dass es zu spät war und sagte, lass uns laufen, das sind bestimmt Zivilkorps. Die Polizisten stiegen aus und liefen uns hinterher. Yo. Was geht ab, Leute? Shine12 ist wieder am Start mit einem neuen Video. Und diesmal mit einem weiteren Part Amazing Graffiti Story. Ich habe jede Menge E-Mails zugeschickt bekommen, Dankeschön dafür und let's go! Die Geschichte handelt von mir und zwei Kollegen. Wir waren noch komplette Anfänger und hatten noch gar keine Ahnung von Graffiti. Wir tagten circa einen Monat lang. Dann wollten wir mehr, wir wollten mal ein paar Throw-Ups probieren. Für ein Piece waren wir definitiv noch zu schlecht. Wir setzten uns zu Hause in und übten ein paar Styles und experimentierten ein bisschen rum. Dann hieß es, einen Spot zu suchen. Wir wollten irgendwo hingehen, wo es jede Menge Leute sehen konnten. Dann dachten wir uns, warum nicht an die Gleise, denn da sehen es jede Menge Leute. Die Suche begann nach ein paar coolen Spots. Wir gingen durch die Straßen und guckten, wo kann man noch überall hinmalen. Wir entschieden uns zu Hause über Google Maps zu suchen, was eine gute Idee war. Und so fanden wir relativ schnell einen Zugangsort und einen guten Spot. Dann trafen wir uns, um das Ganze mal persönlich anzuschauen. Wir sahen das Stromhäuschen. Eine Seite zeigte Richtung Bahnhof, die andere Seite zu den Schienen. Wir sprachen ab, wer sich genau wohin stellen sollte. Ich stand Richtung Bahnhof und mein Kollege Richtung Schienen, die ca. 3 bis 4 Meter entfernt waren. Dann überlegten wir uns, dass eigentlich der Moment gerade ziemlich gut ist. Wir hatten Winter und es war schon sehr dunkel geworden. Und am Bahnhof war absolut gar nichts los, genauso wie an der Hauptstraße, die zu dem Zugangsort führte. Dann besprachen wir uns und dachten, okay, warum legen wir nicht einfach jetzt los? Die Dosen hatten wir dabei, genauso die Masken. Dann ging es los. Wir sprangen über einen Zaun, der ca. 1 Meter hoch war, schüttelten die Dosen, haben unsere Masken angezogen. Wir überlegten uns einfach, einen Freestyle zu machen, ein Throw-Up als Freestyle. Der Kollege ging zu seiner Seite und ich zu meiner. Der dritte stand Wache. Ich bin eine sehr paranoide Person, also drehte ich mich alle 20 bis 30 Sekunden mal um. Auf einmal sah ich jemanden vorbeilaufen und fragte meinen Kollegen, ob er ihn auch gesehen hatte. Er sagte aber nein, da war keiner. Ich sagte, lass uns abhauen, bevor die Polizei kommt. Ein anderer Sprayer-Kollege meinte, nein, mach dir keinen Druck, wir haben noch Zeit. Lass uns zu Ende sprayen. Wir sprühten zu Ende und packten unsere Sachen zusammen. Alle Dosen, alle Handschuhe, die Masken, alles in einen Rucksack und los. Dann, als wir ein paar Meter gegangen sind, hörten wir eine Polizeisirene. Und wir waren schockiert. Wir dachten natürlich, dass sie wegen uns gekommen sind, aber unser dritter Freund meinte, die sind bestimmt nicht wegen uns hier. Aber wir bekamen trotzdem Panik. Wir liefen so schnell wie es geht zur Bushaltestelle an der Hauptstraße, um einfach nur wegzukommen. Als wir dort ein paar Minuten saßen, kam ein schwarzer Mercedes vorbei und hielt genau vor uns. Er hatte eine lange Antenne. Ich wusste sofort, dass es zu spät war und sagte, lass uns laufen, das sind bestimmt Zivilkorps. Die Polizisten stiegen aus und liefen uns hinterher. Alles ging einfach so schnell. Ich drehe mich um und merke, dass ich verfolgt werde. Der Polizist ruft, stopp, bleib stehen. Irgendwann an einer Tanke wusste ich einfach nicht mehr, wo ich hinlaufen sollte. Und Puste hatte ich auch nicht. Also blieb ich einfach stehen. Ich nahm ein Trinken und trank erstmal etwas in Ruhe. Der Polizist kam immer näher und als er neben mir stand, rief er, auf den Boden, sofort. Ich sagte ihm nein, denn ich laufe nicht mehr weg. Dann kam der Polizist an und schmeißte mich einfach auf den Boden. Er legte mir Handschellen an und nahm mich in den Polizeigriff. Von dort aus gingen wir gemeinsam zum Auto. Der Polizist drückte mich gegen die Fensterscheibe seines Autos. Dann zeigte er seinen Polizistenkollegen, dass sein iPhone kaputt gegangen ist, als er mich zu Boden geschmissen hatte. Genauso wie seine Hose. Nun standen schon mehrere Polizeiautos da. Das Zivilpolizeiauto, ein Streifenwagen und ein Kastenwagen. Sie kontrollierten uns und fragten uns, ob wir irgendwelche Waffen dabei hatten. Natürlich sagten wir nein, denn ich dachte mir, dass ich mein Messer während der Flucht verloren hatte. Auf einmal zog der Polizist mein Messer raus und fragte, ob ich ihn verarschen möchte. Mein Kollege und ich guckten uns einfach nur an und dachten, shit. Dann beleidigte mein Kollege einen Polizisten und der Polizist haute ihn natürlich sofort gegen die Fenster. Dann wurden wir abtransportiert zur Polizeistation. Ich allein im Streifenwagen und meine beiden Kollegen zusammen im Kastenwagen. Der Polizist stellte mir schon auf der Fahrt hunderte Fragen, ob ich schon mal was mit der Polizei zu tun hätte und. Als wir im Polizeirevier ankamen, wurden wir sofort in verschiedene Büros gesteckt. Der Polizist fragte mich aus und spielte währenddessen mit meinem Messer. Über 45 Minuten stellte mir Frage nach Frage. Dann sollte ich meine Mutter anrufen, damit sie mich abholen konnte, da ich noch minderjährig war. Es wurden noch Fotos von uns geschossen und unsere Personalien wurden aufgenommen. Wir bekamen nicht nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Yo Leute, das war's auch schon von der Story. Vielen herzlichen Dank an den Dude, der mir das geschickt hat. Das war eine mega Arbeit, das war ein Riesentext. Danke. Und wenn du mal Bock hast, dass deine Geschichte vorkommt, dann schreib sie mir doch einfach per E-Mail. Die E-Mail ist unten in der Beschreibung aufgelistet und dann wird auch mal deine Geschichte vorgelesen. Und wenn ihr mehr Amazing Graffiti Stories hören wollt, vergewaltigt einfach mal den Like-Button und drückt da 100.000 Mal drauf, Leute.
Dankeschön geht auch nochmal raus an den Defender833. Unten ist auch sein Name verlinkt. Schaut mal vorbei, richtig cooler Dude. Der macht mega, mega gute Videos. Dank ihm habe ich auch diese mega Soundqualität. Und schreibt ihn alle mal #NeverGiveUp in die Kommentare, Jungs. Denn er hat mega gute Videos. Dann danke ich nochmal für alles. Danke für die 1000 Abonnenten und wünsche euch viel Spaß. Macht's gut, meine Freunde. Ciao!